Hallo, ich bin der Manuel Schad von SWD Sports. Heute Technik. Ich habe heute den Thomas neben mir und seine Schalber BMW und ich werde ein bisschen was fragen dazu. Also bleibt dran. So, Thomas, schön, dass du hergekommen bist und mir das Moped vorbeigebracht hast. Aber ich muss dir ein paar Fragen dazu stellen. Ich bin ja jetzt Baujahr 1979 und ich sehe da lauter Aufkleber 81, 83, 84, 85 drauf. Da war ich halt im Krabbelalter. Was habe ich da vor mir? Das ist eine R100 GS, die der Richard Schalber gebaut hat, 93. Das ist ein 89er Modell und der Richard Schalber hat die für den Peter Rentschler gebaut, für die Transdanubia Rallye. Wer war denn der Richard Schalber überhaupt? Richard Schalber hat eigentlich für mich diese Enduro-Parks publik gemacht. Dass man einfach mal BMW davon überzeugt hat, dass es sinnvoll ist, wenn man tolle Motorräder verkauft, braucht man einen Park, wo man die bewegen kann. Und das war seine Idee und das hat er umgesetzt. Und für diese Kundschaft, und die großen modernen GS gab es noch nicht, hat er diese Motorräder gebaut. Und ich kann nicht genau sagen, welche Stückzahl fortgegangen sind. Das weiß ich bis heute nicht. Wenn du sagst, der hat was für die ganzen Parks gemacht, wie ist der zu diesem Sport gekommen? War der Rallyefahrer? Der war Rallyefahrer, der war Endurofahrer, der hat auch einen deutschen Meistertitel und so glaube ich sogar einen Weltmeistertitel gehabt. Das hat der Toni damals mal gesagt bei einem Video, das ich von dir gehört habe. Aber das bin ich mir nicht ganz sicher, aber er hat auf alle Fälle etliche Paris-Dakar-Rallye gefahren und auch tolle Motorräder gebaut. Aber das ist nicht ein Motorrad, was für diese Rallye gebaut worden ist, sondern das ist ein Motorrad, was für Kundschaft gebaut worden ist, die in einem Enduro-Park Enduro fahren lernen wollten. Weil wir das Wort Enduro-Park jetzt ein paar Mal gehört haben, ich war ja in Arras, das Video blende ich dann hier ein. Und da habe ich ein paar Informationen auch, könnt ihr euch mal reinschauen. Richard Schalber hat nicht nur Enduros gebaut, er hat auch richtige Wettbewerbsmaschinen gebaut mit dem Fritz Witzel zusammen. Die haben sich damals beim Baldes die Rahmen machen lassen. Und das waren die Motorräder, die diesen CCM-Tank drauf gehabt haben. Ich guck mal, ich blende euch da jetzt mal so ein Bild ein. Das ist so ein Muster, das hat der Tim Föcke damals in der IGE gefahren. Und als ich beim Tom Wolf unten war, hat er mir ganz viele Geschichten von früher erzählt, von der Transdanubia Rallye. Ja, es ist manchmal gar nicht so schwer, es sind richtige Zungenbrecher. Und also das ist schon eine Ikone auf seinem Bereich gewesen. Und er hat auch diesen Enduro-Sport mit diesen schweren Motorrädern, nicht nur den Boxer, auch die 650er, hochgehalten. Da hat es eine Replika auch gegeben, Schalber-Replika. An diesem Motorrad sehe ich auf Anhieb einen Haufen Veränderungen. Ich fange mal an, was ich sehe und du erweiterst das einfach. Ich sehe einen Rahmen, der modifiziert ist im Bereich der Aufhängung der Schwinge. Wir haben eine eigene gefräste Gabelbrücke drin. Es ist muss eine Luftgabel sein, die hat damals der SO Products vertrieben, eine WDS-Gabel. Vorne sieht mir es ganz schwer nach einem Husqvarna-Rad aus. Mit einer 4-Kolben-Bremszange, die vorne drin ist. Also der Umbau ist ja schon göttlich für die Zeit. Scheibe könnte ein bisschen größer sein, ne? Ja, ich sehe. Also man darf sich nicht irgendwie auf der Straße dumm benehmen. Da gehört gescheite Bremsen. Ja. Ja, also das ist ein Rallye- und Enduro-Bike. Eben, dafür ist es gemacht. Normalerweise hat er in der Ausrüstung immer auch leichte Tanks gehabt. Das ist jetzt ein Blechtank, der GFK-Tank ist dabei. Und legendär war auch sein Rahmenheck. Also das hat er wirklich super gemacht. Da gab es auch ganz, ganz viele Vorstellungen in der Enduro früher, als ich klein war und noch Zeitschriften angeschaut habe, ohne Mädchen.
und noch Zeitschriften angeschaut habe, ohne Mädchen. Da habe ich dann diese Schalber BMWs in der Vorstellung gesehen. Ich denke, dass der ganz gut mit dem Enduro, wie hat er geheißen, mit dem Norbert Bauer befreundet war. Weil da immer so viel drin war, das war einfach so im Blick. Norbert Bauer war der Redakteur aus der Enduro-Zeitschrift. Ja. Genau. Chefredakteur und Besitzer der Enduro-Zeitschrift, die heute jetzt beim Sylburg Verlag sein müsste. Ich habe sie zum ersten Mal gesehen an der Werkstatt von meinem besten Kumpel daheim in DIN A4-Bild. Da hat er vor viele, viele Jahre G-S umgebaut und hat immer die als Vorbild da hängen gehabt. Und das konnte ja keiner bezahlen. Das Motorrad ist ja für richtig viel Geld verkauft worden. In den Teilen. Und jeder konnte sich das Stück für Stück zusammenbauen nach diesem Prospekt, den ich dir in den Ordner mitgebracht habe. Das waren auch diese legendären Poster in der Enduro-Zeitschrift. Also da gab es ja immer geile. Ich habe auch die HPN noch zu Hause in der Werkstatt hängen und die hängt wahrscheinlich schon 28 Jahre. Ja, hinten sehe ich das Rahmenheck mit dem Acerbis Bacher Kotflügel. Das ist der Bacher Targa, den gibt es so nichts mehr. Das müsste ein Rücklicht gewesen sein von einem Vespa-Roller. Ich habe das mal versucht zu kriegen. Ja, also da hat sich Acerbis rausgenommen, den gibt es nur noch mit dem Dualsport-Rücklicht. Und weil wir gerade dabei sind und dieses Produkt gerade ansprechen, ich lasse es gerade reproduzieren. Auch mit dem Gepäckbrücker hinten dran. Da gab es eine Gepäckbrücke zum Reinschieben. Ja. Lasse ich gerade nachbauen, weil halt vom Richard Schalber dahingehend nichts mehr kommt. Der ist da irgendwie vom Markt ein bisschen verschwunden. Wie alt schätzt du, dass der ist? Der Richard? Ich denke, das ist 69 oder 70. Okay, dann verstehe ich das auch. Ne? Da gibt man nichts mehr so viel Gas wie ich mit meiner jungen 25 Jahren. Also so hatte ich den Eindruck, ja. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich war letztes Jahr mal kurz da und habe mich 1-2 Stunden mit ihm unterhalten. Das war schön. Ja. Ich habe ihn einfach zu Hause besucht. Was hast du mit diesem Motorrad bis jetzt gemacht? Ich habe mir vorgestellt, ich packe es und mein Sohn und ich fahren ein bisschen damit spazieren. Da haben mich Leute aus dem BMW, aus dem Zweiventil-Forum angesteckt, die das ebenfalls mit ihren Kindern machen. Und in deiner Schwarzen Pfütze oder in der Nähe hier in der Schwarzen Pfütze war ich mit einer G-S vor vielen Jahren mal dabei. Und habe gesagt, ich könnte das nochmal, aber ich packe es rein körperlich, nämlich aber Hüfte gekriegt. Für mich ist das Thema gegessen. Was weißt du? Was muss man mal hinter sich lassen und jetzt lasse ich dieses Motorrad hinter mir. Deswegen bin ich zu dir gekommen und habe um deine Hilfe gebeten. Vielleicht finden sich ja nette Leute, die sowas gerne mal besitzen möchten. Okay, also Grund dieses Videos ist nicht nur das Produkt vorzustellen, die Schalber BMW, sondern auch, weil das Motorrad verkauft werden soll. Der Thomas sucht einen neuen Besitzer, der das aber auch richtig nutzt. Ne? Nutzt. Ja, das macht ja auch richtig Spaß mit so. Also nicht zum Rumstehen, sondern zum Fahren, zum Bewegen, zum Spaß haben. Und dafür ist das Motorrad auch gebaut worden. Das wäre im Sinne aller hier. Ne? Das war das Schöne an dem Motorrad. Wenn das 93 fertiggestellt war, dann war so ein Motor neu aufgebaut von Fall. Da hat Schmidt und Huber diesen Motor gebaut. Und er hat 1108 Kubik, hat einen lange fünfte und einen kurzen ersten Gang und hat eine kurze Übersetzung von einer GS80. Diese Kardanwellen zum Abschmieren drin, die ist nagelneu, die habe ich komplett gerade überholt. Das war der einzige Schaden, wo ich sie von meinem Freund Jörg übernommen habe. Zum ersten Mal ist mir das Motorrad begegnet 2003, da habe ich immer die Elektrik gemacht. Da hat der Jörg sie aus der Rallye, noch aus irgendwelchen Geschichten vom Peter Rentschler gekauft, als einen großen Klumpen und hat da an dem Ding seine Freude die letzten 20 Jahre gehabt. Und jetzt hat es einfach irgendwann, da kann es ja auch nicht mehr weitergehen. Da habe ich gesagt, ich probiere es noch ein bisschen. Aber es geht nicht, ich pack's nicht. Das Ding hat knapp 25.000 Kilometer drauf, mehr hat es nicht. Und hat wirklich einen klasse Motor. Ich weiß, ich habe so ein Ding noch nie gefahren. Ich bin ein 90S-Fan und fahre mit 900 Kubik durch die Gegend und das Ding hat 1108. Das ist schön. Und hat solche Carillo-Bläusel, diese kurze Bolzen am Motorgehäuse, da ist irgendwas gekürzt und diese langen Carillo-Bläusel, meines Erachtens laufen die Kolben außerhalb des Gehäuses. Die tauchen gar nicht ein. Also das ist dann wie bei so einem italienischen Auto, das ist ein reinrassiges Fahrzeug und da ist es dann auch schön, wenn man jemanden hat, der auch wirklich Spaß daran hat und sowas nutzt und nicht nur in der Garage quer vor seinem Porsche stellt, weil da gibt es genug Motorräder. Ne? Und es gibt auch Standschäden, die braucht keiner und die hat man nicht, wenn man es fährt. Ne? Weißt du, welche Rallyes das Motorrad schon gesehen hat
Ist da irgendwas Bedeutendes dabei gewesen? Dreimal Transdanubia Ja. und als Begleitfahrzeug in eine weg von Europa-Rallye. Ja. Aber das war als Begleitfahrzeug, aber das bin ich mir nicht mehr ganz sicher, der Peter Rentschler lebt nicht mehr. Das haben wir nicht genau rausgekriegt. Weil der Jörg, wo sie gekauft hat, der hat es noch erzählt bekommen. Vielleicht kriegen wir es über den Jörg noch mal raus, dass er irgendeine Geschichte noch gefunden hat. Aber der war als Begleitfahrzeug dabei, da hat er Freude gehabt, der Peter. Ja, aber es ist durchaus straßentauglich auch. Ne? Es ist alles dran, was man braucht. Licht, leuchtet, blinkt und fährt. Und macht richtig Spaß. Deswegen werden wir jetzt ein bisschen fahren. Und werden mal schauen, was wir dem Ding so abverlangen können. Also ich danke dir wirklich, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Das hat mir richtig den Schweiß an die Stirn getrieben. Das Motorrad macht richtig viel Spaß. Ihr habt es hoffentlich verstanden. Das ist nicht nur zum Rumstehen, denn das ist zum Verkaufen. Wenn was ist, schreibt mir eine Mail auf die info@svd Sports, macht ein gescheites Angebot. Der Thomas ist jetzt eine Zeit lang nicht da, der ist jetzt in einem warmen Land dann. Jetzt wo es bei uns warm wird, fährst du weg. Ne? Ja. Also Angebote gehen über mich. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, weil solche Schätzchen, davon hat man früher geträumt, da ist man gar nicht rangekommen. Und du darfst noch länger mit den Schätzchen spielen wie ich. Und ich freue mich, wenn ich zugucke, wenn es nur deine Videos sind. Das ist schön, das ist schön. Gut. So funktioniert. Euch da draußen danke ich fürs Zuschauen. Liked uns in TikTok, Facebook, Instagram und wo auch sonst. Euer Thomas Pirzel, grüß dich. und der Manuel. Ciao!